Eigentlich wollte ich diese Reportage lustig beginnen. Im stillgelegten Terminal 2 am Frankfurter Flughafen stehen und sowas rufen wie »Hallo, Echo«. Aber dann ist mir klar geworden, hier ist viel Raum, aber kein Platz für Späße. Denn jeder leere Stuhl hier ist ein Problem, weil Menschen, die hier eigentlich sitzen, gerade keine Arbeit haben. Es sind sehr viele Menschen. Ich mache mich auf den Weg zum Lufthansa-Leiter des Frankfurter Flughafens. 1970, sagt er mir. Derzeit fliegen nicht mehr Menschen als 1970. Deshalb also ein stillgelegtes Terminal? Eine Art Winterschlaf am Flughafen? Winterschlaf ist deshalb nicht passend, weil wir ums Überleben kämpfen. Und das Wort kämpfen passt nicht zu dem Wort schlafen. Aber was gemeint ist, ist leider, dass die Menge unserer Fliegerei jetzt im Winter so wenig ist, dass ein großer Teil des Unternehmens schlichtweg keine Arbeit hat. Die Konsequenz zeigt mir Lufthansa-Sprecher Martin Leutke in der Lufthansa-Verwaltung. Fast niemand der 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier. Im Dezember wird das gläserne Gebäude ganz geschlossen, um Strom- und Heizkosten zu sparen. Teile der Tiefgarage sind schon gesperrt, Büros verwaist. Die Leute, die hier alle saßen, haben die denn noch Arbeit? Also arbeiten die jetzt von zu Hause oder gibt es für die nichts mehr zu arbeiten? Große Teile, auch der Verwaltung, sind einfach in Kurzarbeit, weil es im Moment an vielen Stellen nicht genug zu tun gibt. Zero, gibt nichts. Ja, Zero, zum Teil Zero. Dann sitzen die Leute zu Hause und arbeiten im Moment aktuell gar nicht. Kurzarbeit 100. Immerhin bekommen viele, die hier sonst arbeiten, weiterhin 90% ihres Nettolohns. Es wird Abend. Ein Besuch in den Vorbereitungsräumen der Piloten. Hier planen sie ihre Flüge und klären, wer welchen Part übernimmt, etwa Start und Landung. Diese Corona-Krise. Manche sind seit März nicht mehr abgehoben, höre ich. Dann sitzen sie an der Seite von Ausbildungskapitänen. Das ist eine Requalification, das hatten wir schon besprochen. Der Stefan ist eine Zeit lang nicht geflogen, hat sich aber intensiv dem Simulator jetzt vorbereitet. Wurde wirklich intensiv wieder getrainiert, sodass er jetzt auch fliegen kann. Wer nicht regelmäßig startet und landet, verliert seine Lizenz. Doch starten und landen gar nicht so einfach bei so wenigen Flügen wie im Moment. Der nächste Morgen. Stillstand am Flughafen? Nicht am ganzen Flughafen. Der Cargo-Bereich ist eine Art gallisches Dorf. Philipp Lutterbeck führt mich durch die Halle für Medizinprodukte, einer der größten Pharma-Umschlagplätze Europas. 120.000 Tonnen Impfstoff und Medikamente werden hier pro Jahr ein- und ausgeflogen. Bald wohl auch Corona-Impfstoff, selbst wenn der bei minus 70 Grad transportiert werden müsste. Das ist eine Möglichkeit, Minustemperaturen innerhalb des Kühlcontainers darzustellen. Wir können mit dieser Variante bis zu minus 20 Grad im Inneren des Containers darstellen. Wenn wir bis zu minus 70 Grad im Inneren bräuchten, würden wir nicht nur den Bunker mit Trockeneis befüllen, sondern auch den Innenraum des Containers, um also eine noch tiefere Temperatur dann darzustellen. Allerdings, unendlich viel Trockeneis kann nicht in die Luft gehen, lerne ich. In eine Passagiermaschine und einen Frachter kann ich nicht unbegrenzt Trockeneis lagern, da es beim Schmelzvorgang CO2 freisetzt und dies unter Umständen dann auch gefährlich werden könnte für Besatzung oder gegebenenfalls auch zugeladene Tiere. Deswegen gibt es dort Limits, mit denen wir arbeiten. Andere Impfstoffkandidaten ließen sich aber ja auch bei Kühlschranktemperatur transportieren. Wie auch immer. Die Lufthansa Cargo lässt Maschinen wie diese MD-11, die eigentlich Ende des Jahres ausgemustert werden sollte, länger fliegen, um mehr Fracht transportieren zu können, wie Corona-Impfstoff. Man hört jetzt immer vermehrter, dass also die Impfstoffhersteller kurz vor der Zulassung sind, die ersten Notfallzulassungen sind beantragt. Somit rechnen wir tagtäglich damit, dass es bei uns auch losgeht. Philipp Lutterbeck nimmt mich mit in den Bauch eines Fliegers. Wie viel Impfstoff würden Sie denn hier in den Bauch von so einer Boeing 777 reinkriegen? Gehen wir mal von dem heutigen Grippeimpfstoff aus, den wir schon transportieren, geht das mit Sicherheit in die Millionen. Wenn wir über minus 70 Grad reden und große Mengen Trockeneis verwenden müssen, gibt es da gewisse andere Limitierungen. Dann sind wir bei wie viel? Dann sind wir bestimmt auch noch im Millionenbereich, aber natürlich nicht so wie bei den 5 Grad Medikamenten, die wir heute transportieren. Der Flughafen Frankfurt im Corona-Herbst. Verlassen und zugleich pulsierend. In den vergangenen Tagen habe ich einen Airport außer Takt erlebt.